wir? Was möchte Rumi denn schon wieder von uns? Vielleicht braucht sie unsere Hilfe. Dann müssen wir jetzt sofort die Tür öffnen. Bitte nehmt diese Mystery Box und öffnet sie. Danke, Rumi, aber was sollen wir mit dieser Mystery Box? Ihr müsst sie öffnen und den Hinweis finden. Nur so könnt ihr das Handmeeresmonster aufhalten und besiegen. Ich habe es nicht geschafft, weil das Handmeeresmonster zu stark ist. Ich zähle auf euch, ihr schafft das. Tschüss, Rumi, dankeschön. Ihr habt Rumi gehört, wir müssen jetzt diese Handmeeres-Mystery-Box öffnen. Worauf warten wir? Ich kann es nicht glauben, dass uns Rumi eine echte Handmeeres-Monster-Mystery-Box vorbeigebracht hat. Die Frage ist, warum hat es uns Rumi gebracht? Schaut euch die Box mal an. Hier ist das Handmeeresmonster drauf und eine ganz blutige Hand. Und das Monster sieht so hässlich aus. Ihr habt Rumi gehört, wir müssen diese Handmeeres-Mystery-Box jetzt mit euch zusammen öffnen. Warte, aus der Box schauen Rumis Haare heraus. Wir werden die Box trotzdem jetzt öffnen in 3, 2, 1. Wow. Schaut euch mal an, was da alles drin ist. Hier ist ein ganzer Haifisch drin. Das kann ich gar nicht glauben. Guckt ihn euch an. Er hat sogar wirklich scharfe Zähne. Das bedeutet, Handmeeresmonster hat einen ganzen Haifisch gegessen. Da ist aber noch mehr drin. Da ist ein Film drin vom Handmeeresmonster. Ihr könnt es erkennen. Auch hier ist wieder das Handmeeresmonster auf der Hülle abgedruckt. Ich will gar nicht wissen, was auf dem Film alles ist. Lasst uns ihn sofort anschauen. Bevor wir jetzt den Seehandmonster-Film zusammen anschauen, lasst ein Like für Rumi da und ich werde den Film jetzt einlegen in 3, 2, 1. Hier ist das Seehandmonster. Wie hässlich der aussieht. Wie ein Wurm und oben guckt eine kleine Hand raus. Und das sind die Koordinaten. Genau da an dem See soll er sein. Ihr könnt es erkennen. Rumi hat uns Hinweise gegeben. Hier bei diesem roten Punkt befindet sich das Seehandmonster. Aber wie kann denn so ein Monster mit nur einer Hand überleben? Schau es dir an. Wir sind jetzt direkt am See. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Denkst du wirklich, genau da ist das Seehandmonster? Bis jetzt sehe ich nichts. Nur kaputte Boote und ein Wald. Natürlich, die Boote wurden kaputt gemacht vom Seehandmonster. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Hier ist es. Da ist die Hand. Handseemonster. Ihr könnt es sehen. Die Hand, die aus dem Wasser guckt. Aber ihr dürft es nicht verwechseln. Darunter ist noch ein riesiges Monster. Ich kann gar nicht hingucken. Ich habe den Fernseher ausgemacht, Freunde. Das bedeutet, Rumi braucht jetzt unsere Hilfe. Aber in der Handmeeres-Mystery-Box sind vielleicht noch andere Hinweise versteckt. Lass uns mal gucken, was hier noch drin ist. Eine blaue Kette vom Handmeeresmonster? Macht Sinn, weil das Wasser ist auch blau. Damit wurde Handmeeresmonster angekettet. Pass doch auf, die ist richtig schwer. Was ist denn da noch alles drin? Oh nein, was ist das denn? Ein menschliches Herz? Aber von wem ist das? Vielleicht von Gino oder Mira. Oder Zoe. Deswegen wollte Rumi, dass wir diese Handmeeres-Mystery-Box Sie öffnen. braucht unbedingt unsere Hilfe. Da ist aber noch mehr drin. Siehst du was? Ich sehe noch nichts. Die ganze Box ist leer. Schau mal hier. Hier ist ein USB-Stick in der Box. Was macht denn ein USB-Stick in dieser Mystery-Box? Ihr seht es, Freunde, und der ist schwarz. Was ist, wenn das ein Hinweis von Rumi ist? Wir müssten sofort nachschauen, was auf diesem USB-Stick ist. Ich bin schon so gespannt, was auf diesem USB-Stick drauf ist. Da ist ja eine Karte vom Handmeeresmonster drauf. Ihr seht es, hier sind ganz viele Orte drauf, wo sich das Handmeeresmonster befindet. Hier unten zum Beispiel ist ein versunkenes Schiff, welches das Handmeeresmonster zerstört hat. Und hier unten ist eine Schatzkiste, die vom Handmeeresmonster bewacht wird. Und schaut mal, wie groß das Handmeeresmonster ist. So groß wie ein ganzer Bär. Wir werden heute mit unserer Drohne alle 5 Orte abfliegen und das Handmeeresmonster besiegen. Lasst jetzt alle ein Like da, damit wir die 10.000 Likes schaffen. Und wir fliegen jetzt sofort mit unserer Drohne zum versunkenen Schiff. Ihr habt das versunkene Schiff auf der Karte gesehen und hier sind überall Schiffe auf dem See. Hoffentlich war die Karte kein schlechtes Zeichen, dass wir jetzt wirklich ein kaputtes, versunkenes Schiff sehen. Wir fliegen mit euch jetzt das gesamte Gelände ab und vor allem das Ufer. Ihr seht es, hier ist Strand und Wasser nebeneinander. Denkst du, dort wird Rumi auch sein? Wir können es nur rausfinden, indem ihr jetzt dieses Video bis zum Ende schaut und ein Like gebt, einen Daumen nach oben. Ihr wollt doch auch wissen, dass... Nein! Rumi und Seehandmonster kämpfen. Sie kämpfen das erste Mal gegeneinander. Ihr seht es hier live, Leute. Rumi versucht, das Seehandmonster zu besiegen. Und ihr könnt sehen, wie stark Rumi ist. Sie hat eine richtig gute Chance. Das
Seehandmonster ist unter Wasser getaucht. Rumi hat keine Chance, wenn es unter Wasser ist. Natürlich, warum? Rumi kann vielleicht 1-2 Minuten die Luft anhalten, so wie wir. Ihr habt es aber gesehen, das Seehandmonster hat richtige Schläge eingesteckt von Rumi. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da für Rumi. Sie ist unsere Kämpferin, unsere Lieblingsmädchen, unser Lieblingscharakter. Ich fliege gerade weiter nach oben, damit wir einen besseren Überblick haben, aber ich sehe kein Seehandmonster mehr. Wo ist denn das Monster jetzt hin auf einmal? Ihr seht aber, wie schmutzig das Wasser ist, jedes Mal, wenn das Seehandmonster da war. Natürlich, aber wir müssen doch nur Ausschau halten nach einer Hand. Nach einem Hand-Seemonster? Ja, natürlich, aber es reicht, wenn die Hand über dem Wasser schaut. Dann wissen wir sofort und ihr jetzt auch, darunter ist das ganze Seehandmonster. Schau mal, da sitzen irgendwelche Leute unter den Bäumen und suchen Schatten vor dem Seehandmonster. Die wissen vielleicht gar nicht, dass genau jetzt in diesem See bei dem versunkenen Schiff das Seehandmonster ist. Schau mal hier vorne, ihr könnt es erkennen, Leute. Da ist das Schiff! Ihr seht es, wir fliegen jetzt mal zu dem Schiff hin, aber es ist noch nicht versunken. Es ist nicht nur ein Schiff, es sind sogar 2 Schiffe. Und die sind extrem lang. Das Schiff könnte auf jeden Fall Seehandmonster besiegen. Das Gute ist, die Schiffe fahren aber noch auf dem See. Gott sei Dank, Leute. Ihr lasst einen fetten Like da, wir fliegen jetzt wieder. Oh nein, schau mal, das Seehandmonster greift das Schiff an. Ich glaube es nicht. Die Hand attackiert das Schiff und das Schiff geht unter. Natürlich, das Schiff wurde einfach zerstört vom Seehandmonster. Ihr habt gesehen, wie stark das Seehandmonster ist. Deswegen auch das versunkene Schiff auf unserer Karte. Und ich dachte, das wäre nur ein schlechtes Zeichen. Aber ihr habt gerade live gesehen, das Seehandmonster hat ein komplettes großes Schiff zerstört. Da vorne ist noch ein weiteres Schiff. Erkennt ihr es? Es steht am Ufer und es ist komplett grau. Und es ist aber noch nicht zerstört. Es ist noch komplett und ganz. Ich flieg mal dorthin. Es sieht nämlich verlassen aus wie ein Geisterschiff. Denkst du, die Leute haben ganz schnell das Schiff verlassen, weil sie gerade gesehen haben, wie das Seehandmonster ein Schiff zerstört hat? Natürlich, ich würde das auch sofort verlassen. Das zweite Schiff kann das Seehandmonster auch zerstören. Aber vielleicht hat sich dann Rumi auf dem Schiff versteckt. Ich flieg das ganze Deck mal ab. Ihr seht es, die oberste Stockwerk vom Schiff. Da ist niemand. Kein einziger Mensch ist mehr auf dem Schiff. Die sind alle geflohen, weggerannt. Ich flieg jetzt ganz langsam das ganze Schiff ab. Ich sehe aber nichts. Da ist wirklich niemand. Hoffentlich kommt das Seemonster jetzt nicht. Das Schiff heißt Ozeaner, wie der Ozean. Obwohl dieses Schiff auf einem Fluss ist, auf einem See? Wir fliegen zurück, Freunde. Wir müssen zurück an Land. Da hat Rumi gegen das Seehandmonster gekämpft. Und wir haben Rumi leider verloren. Vielleicht ist sie immer noch an Land. Hier ist ein weiteres Schiff und das Schiff fährt noch. Es hat überlebt. Das Schiff fährt wirklich noch weiter. Wir können aber nichts machen. Was ist, wenn das Handseemonster das Schiff wieder angreift? Nur eine Person hat eine Chance gegen das Seehandmonster und das ist Rumi. Wir wissen alle, dass Rumi stärker ist als das Handseemonster, aber ich finde es nicht. Ich finde auch Rumi nicht mehr. Lass uns doch zurück zur Karte gehen. Wir haben noch weitere Orte, die wir anfliegen können. Denkst du, Rumi ist abgehauen nach dem Kampf? Lass uns nachschauen. Das Seehandmonster hat gerade ein Schiff zerstört und ihr habt es alle gerade selbst gesehen. Das Handseemonster befindet sich genau bei diesen Koordinaten. 51 Grad Nord und 92 Grad West. Und dieser See ist nur 5 Minuten von uns entfernt. Rumi braucht unsere Hilfe und wir starten jetzt unsere Drohne. Genau so sieht das Seehandmonster aus, deshalb haltet Ausschau. Wir starten unsere Drohne in 3, 2, 1. Wir sind mit unserer Drohne jetzt direkt zu den Koordinaten geflogen und hier vorne seht ihr auch schon den See. Denkst du wirklich, da ist das Handseemonster? Da muss das Seehandmonster sein, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Da ist Rumi. Und sie ist auf der Suche nach dem Seehandmonster. Dann sind wir auf jeden Fall bei dem richtigen See. Da ist das Handseemonster. Aber Rumi ist irgendwo abgehauen. Vielleicht hat sie schon eine heiße Spur. Vielleicht weiß sie schon, wo das Seemonster ist. Das See ist ja groß, deshalb wissen wir ja nicht ganz genau, wo das Monster ist. Ihr müsst drauf aufpassen. Das ist eine Hand, die immer aus dem Wasser ragt. Einfach nur eine einzige Hand und drunter ist das Monster im See drin. Wir fliegen weiter. Wir suchen jetzt alles ab. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier Rumi schon mal ist. Aber wo ist das Handseemonster? Wir fliegen weiter. Und da ist doch Rumi schon. Und ihr seht es, sie guckt genau nach bei dem See. Sie hat das Monster gefunden. Das bedeutet, Rumi weiß, dass in diesem See das Handseemonster sich befindet. Jetzt müssen wir mit der Drohne nur noch lang fliegen, dann werden wir es auch sehen und finden. Für euch werden wir jetzt mit unserer Drohne über diesen See fliegen und hoffentlich finden wir das Handseemonster. Das wäre das erste Mal, dass wir das Handseemonster live mit euch zusammen sehen werden. Ich fliege! Da ist die Hand! Da ist wirklich das Handseemonster in dem See drin. Ihr habt es gesehen, die Hand hat rausgeguckt und sich gedreht. Und du weißt, was das bedeutet, wenn nur die Hand rausschaut.
drunter ist das ganze Handseemonster. Ich flieg den See weiter für euch ab. Vielleicht finden wir... Oh nein! Hier ist das ganze Seehandmonster. Ihr könnt es sehen, es sieht aus wie ein Wurm, richtig ekelhaft. Schleimig, aber wo ist es hin? Es ist abgehauen. Natürlich, vielleicht ist es abgehauen, vielleicht ist es aber auch runtergetaucht. Wir müssen unbedingt Rumi anrufen und ihr sagen, dass wir das Handseemonster gefunden haben. Worauf warten wir? Rufen wir Rumi an. Wir rufen gerade bei Rumi an. Hoffentlich hebt sie das Telefon ab. Wir müssen ihr unbedingt sagen, dass wir das Handseemonster gesehen haben. Hallo Rumi, wir haben das Handseemonster gesehen, aber wir haben es verloren. Weißt du, wo es hin ist und wo bist du hin? Ich bin auf dem Weg zur verlassenen Insel. Genau dorthin, wo das Seehandmonster jetzt hingeht. Wenn du sagst dann, du hast es gesehen und sogar mich gesehen, dann muss irgendetwas dort draußen passieren, das wir noch nicht verstehen. Fliegt mit eurer Drohne auch dahin. Scannt die Küste, die Felsbögen und den dichten Nebel über dem Wasser. Bei der Insel ist ein See. Wenn das Monster sich wirklich dort aufhält, zeigt die Drohne vielleicht Bewegungen, die ich von hier aus nicht sehe. Achtet besonders auf den Rand des Sees. Dort soll es laut alten Berichten am aktivsten sein und prüft jede ungewöhnliche Wellenbewegung, egal wie klein sie erscheint. Ich spüre schon, wie sich das Meer verändert. Die Wellen schlagen unruhiger, als würde irgendetwas unter der Oberfläche kreisen. Ich gehe weiter. Näher an die Küste, näher an das, was dort unten lauert. Rumi hat aufgelegt, ihr habt es gehört, das Handseemonster ist auf dem Weg zu dieser verlassenen Insel. Wir waren gerade genau hier oben und haben Rumi und das Seehandmonster gesehen. Und Rumi hat uns am Telefon gerade gesagt, das Seehandmonster ist auf dem Weg zu dieser Insel. Wir nehmen euch jetzt mit zu dieser verlassenen Insel. Lasst jetzt nochmal ein Like da, wir müssen unbedingt Rumi vor dem bösen Seehandmonster retten. Deswegen starten wir jetzt sofort die Drohne. 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier bei dem See, wo der Kampf zwischen El-Kran Maha und dem Handmeeresmonster aufgenommen wurde. Hier haben die Leute gefilmt und beide Monster live auf dem See gesehen. Ich bin gespannt, hoffentlich finden wir zwei mit euch zusammen da draußen auch den echten Kampf Handmeeresmonster gegen El-Kran Maha. Hoffentlich sind wir nicht zu spät und schaffen es mit der Drohne bei dem See alles zu sehen. Ihr seht ja, wie groß der See ist. Da passen auf jeden Fall zwei gigantische Monster rein. Da ist El-Kran Maha und Handseemonster. Ihr könnt es sehen, Handseemonster und El-Kran Maha kämpfen. Ihr seht es gerade live auf unserer Drohne. Sie kämpfen gegeneinander, aber wer gewinnt? Ich weiß es nicht. Die Leute sind untergetaucht. Lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da. Ihr habt es gesehen, in diesem See befinden sich beide. Dann sind wir jetzt mit unserer Drohne an der richtigen Adresse. Genau den See müssen wir komplett mit der Drohne abfilmen. Und das machen wir jetzt auch mit euch. Ihr schaltet nicht ab, Freunde. Guckt euch mal da unten an, wie gruselig das aussieht. Das sieht doch aus wie ein Steg. Oh mein Gott, das sind zwei Kinder. Und die winken sogar in unsere Kamera. Was machen die denn dort? Da kämpfen doch gerade zwei Monster. Ich weiß es nicht. Wir fliegen mit unserer Drohne mal näher zu den Kindern. Die wollen uns bestimmt etwas sagen. Doch, die wollen wirklich was sagen. Die schauen genau in die Drohne der Kamera. Ihr lasst ein Like da für diese zwei tapferen Jungs, die hier über das Geländer steigen. Die laufen auf den Steg direkt in den See hinein. Die wissen nicht, dass da El-Kran Maha ist und der Handsea-Eater. Die müssen unbedingt da ganz schnell weg. Können wir sie irgendwie warnen? Leute, die zeigen da auf dein Schild. Stimmt, du hast recht. Guckt euch das ein mal Schild. an. Da steht es. Sea-Eater und El-Kran Maha sind in dem See. Warnung. Nein, es gibt es nicht. Genau da, wo wir sind. Handseemonster und El-Kran Maha genau da drin. Sie zeigen noch drauf. Ich bin gespannt. Ich fliege mal ein bisschen höher. Vielleicht sehen wir dann die zwei. Da ist El-Kran Maha. Du hast recht, da ist El-Kran Maha genau bei den Kindern. Die Kinder müssen weg. Ihr lasst jetzt mal ein Like für die Kinder da. Die haben uns gerade den Hinweis gegeben, dass sich hier in dem See El-Kran Maha befindet. Jetzt fehlt nur noch das Handseemonster. Wenn das auch noch dort ist, haben die Kinder vollkommen recht. Ist dir da draußen was aufgefallen? Es war gerade nur El-Kran Maha da. Von dem Handmeeresmonster war keine Spur. Willst du mir damit erzählen, dass da El-Kran Maha den Kampf gewonnen hat gegen Handseemonster? Ich glaube ja. Ich habe nur El-Kran Maha gesehen. Das habt ihr doch auch gesehen. Das kann nicht sein. Damit müsste ja der Kampf entschieden sein. Ich flieg mal weiter und schaut euch mal an, wie schmutzig die Wasseroberfläche ist. Ich kann gar nicht mehr durch das Wasser schauen mit der Drohne. Alles ist voller Pflanzen. Es ist komplett gelb und komplett zugemüllt, der ganze. Da ist das Handseemonster! Das heißt, beide leben noch? Natürlich! Handseemonster hat sich nur versteckt da bei den Pflanzen. Ihr habt gerade die Hand aus dem Wasser kommen sehen, Leute. Das bedeutet, El-Kran Maha und Handmeeresmonster sind beide noch hier. Beide haben gekämpft
und beide haben sich zurückgezogen, aber in dem gleichen See. Ihr dürft nicht abschalten, Freunde. Ihr seht hier unsere Drohne. Wir fliegen jetzt mal ein Stückchen höher. Wir müssen schauen, wer gewinnt. Das Gute ist, beide Monster sind noch in dem gleichen See, nur haben sie sich versteckt. Das heißt, es könnte gleich der nächste Kampf entstehen. Ich bin gespannt. Ich halte mich ab. Da ist was. Was ist da? Was ist das? Wer war das? Das war nicht Elkran Maha. Spult mal zurück. Wer war das? Das war weder Elkran Maha, noch war das Hanse-Monster. Ich weiß nicht, was es war. Da! Oh nein! Das ist Elkran Maha kämpft gegen Hanse-Monster. Und Hanse-Monster gewinnt. Das Handmeeresmonster hat gerade Elkran Maha besiegt. Ich dachte, Elkran Maha ist der stärkste, krasseste Fisch der Welt. Aber wer war dieser Charakter davor? Wer ist ein anderes Monster? Ich weiß, wer das war. Es gibt nur noch einen einzigen. Es ist Bloop. Es muss Bloop gewesen sein. Spult zurück. Das war ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt, Freunde. Wer war das? Das gibt's so nicht, aber jetzt hat Hanse-Monster gegen Elkran Maha im Kampf gewonnen. Ich fliege noch mal ein Stückchen höher. Ich will schauen, ob wir von oben irgendwas erkennen können. Ob hier irgendwo Handmeeresmonster ist. Hat jetzt wirklich Elkran Maha den Kampf verloren, dann müsste doch jetzt der See Hanse-Monster gehören. Ich bin mir nicht sicher, Freunde. Es kann auch sein, dass Elkran Maha wieder untergetaucht ist. Und ich hatte mein ganzes Vertrauen in Elkran Maha gesteckt. Er ist der stärkste Fisch der Welt, aber nein, Hanse-Monster hat den Kampf gewonnen. Aber wo sind jetzt die Leute überhaupt hin? Wo ist das Monster? Nein! Hier ist die Hand. Sie guckt wieder aus dem Wasser. Das heißt, das Hanse-Monster ist auf jeden Fall noch hier in dem See. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Du hast recht, Freunde. Mann, Elkran Maha wurde von dem Handmeeresmonster besiegt. Wir haben jetzt nur noch das Hanse-Monster gesehen und kein Elkran Maha. Rumi ruft uns gerade. Nein, Rumi ruft an! Heb unbedingt ab, ich will wissen, was Rumi zu sagen hat. Okay, hallo Rumi, wie geht es dir? Ich bin auf dem Weg zur verlassenen Insel. Genau dorthin, wo das Seehandmonster jetzt hingeht. Fliegt mit eurer Drohne auch dahin. Scannt die Küste, die Felsbögen und den dichten Nebel über dem Wasser. Bei der Insel ist ein See. Wenn das Monster sich wirklich dort aufhält, zeigt die Drohne vielleicht Bewegungen, die ich von hier aus nicht sehe. Achtet besonders auf den Rand des Sees. Dort soll es laut alten Berichten am aktivsten sein und prüft jede ungewöhnliche Wellenbewegung, egal wie klein sie erscheint. Die Wellen schlagen unruhiger, als würde irgendetwas unter der Oberfläche kreisen. Ich gehe weiter, näher an die Küste, näher an das, was dort unten lauert. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr es gehört? Sie ist gerade auf dem Weg zur verlassenen Insel und möchte gegen Handmeeresmonster kämpfen. Worauf warten wir? Wir wollen doch alle den Kampf sehen. Wir müssen unbedingt die Drohne starten. Wir machen es und ihr lasst jetzt noch mal ein Like da. Schaut dieses Video bis zu Ende, denn Rumi braucht jetzt deine Hilfe. Rumi kämpft jetzt live gegen Hanse-Monster. Wir sind jetzt mit unserer Drohne hier bei der verlassenen Insel. Und schaut mal an, wie groß die Insel und der See ist. Es ist ein riesengroßes Gebiet und auf der anderen Seite geht es noch mal genauso lang weiter. Und Rumi hat gesagt, dass dort das Seehandmonster ist. Ihr wisst doch jetzt alle, wie das Seehandmonster aussieht. Entweder guckt nur eine Hand aus dem See oder der ganze Körper. Meistens ist der ganze Körper, dieser ganze Mond. Oh nein! 3 Hände! Ihr seht es, sind da etwa 3 Hanse-Monster drin? Ich dachte, es gibt nur ein Hanse-Monster, aber jetzt gibt es 3 Seehandmonster. Ich hab Angst, ich weiß es nicht. Wir fliegen mal weiter. Da unten ist Rumi, oder? Doch, das muss doch Rumi sein. Ihr seht es, Freunde, auf dem Surfbrett muss Rumi sein. Ich erkenne sie an ihren Haaren, das ist Rumi. Sie sucht natürlich auch nach den Hanse-Monster. Ihr seht, es ist wirklich Rumi. Sie steht auf dem Surfbrett, sie ist auf dem Wasser aktiv und sucht das Seehandmonster. Aber ist das nicht gefährlich, ganz alleine auf diesem großen See mit dem Surfbrett zu sein? Ihr habt Rumi am Telefon gehört, sie will unbedingt das Seehandmonster besiegen. Aber hoffentlich schaffen wir das auch zusammen, deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir suchen das Seehandmonster. Und hoffentlich finden wir das auch, aber der See ist echt groß. Da unten ist noch ein Surfbrett, siehst du das? Ja, ich sehe es und da ist noch eins, 2 Stück, aber das ist nicht Rumi. Ich flieg mal näher, ich bin gespannt, wer das ist. Ich will unbedingt wissen, wer das ist. Schauen wir mal nach, wer wirklich auf diesem Boot ist. Okay, das sind nur 2 Touristen, die abhauen, die haben Angst. Schau mal, die fließen nur in eine Richtung. Du siehst es, sie hauen ab, sie rennen weg, sie schwimmen weg. Und übertrieben schnell paddeln sie wollen ans Ufer kommen, sie wollen weg von dem See. Natürlich, sie haben Angst vor dem Hanse-Monster. Ich hätte auch Angst, wenn da ein riesen Hanse-Monster im See ist. Aber wo ist denn das Seehandmonster? Da! Da ist es, ihr seht es, Leute. Da ist das Seehandmonster, ihr könnt die Hand sehen. Und diesen schleimigen Körper, der aussieht wie
wie ein Wurm. Also sind wir auf jeden Fall bei dem See richtig. Die Frage ist aber, wo ist denn Rumi mit dem Surfbrett hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Seehandmonster abgetaucht. Es ist unter der Wasseroberfläche. Aber jetzt suchen wir Rumi. Die war gerade noch auf dem großen See mit dem Surfbrett und weg ist sie. Was ist, was passiert ist, wenn das Seehandmonster Rumi aufgegessen hat? Das will ich gar nicht hören und du weißt, dass Rumi richtig stark ist. Sie hat keine Angst vor diesem Monster. Hier lasst doch mal ein Like für Rumi da. Ihr wisst es, ihr schafft es. Aber wo ist jetzt wirklich das Monster hin? Es kann doch nicht einfach verschwunden sein. Schau mal da unten, da ist ein Segler. Ihr könnt das rote Segel sehen. In Rot? Warum ist denn das Segel rot? Ich flieg mal näher. Vielleicht ist das Rumi. Vielleicht hat sie ihr Boot gewechselt. Das kann natürlich sein. Wenn Wind ist ein Segelboot mit so einem Segel viel schneller. Das ist nicht Rumi. Das sind auch irgendwelche Menschen, die versuchen, sich zu retten. Natürlich. Schau doch mal, wo er hingeht. Er will an Land. Weil da hinten das Monster ist. Wir müssen da nach hinten fliegen. Wir fliegen jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Genau davor, wo der Segelfahrer weggefahren ist. Hoffentlich finden wir dort endlich das Seehandmonster. Und ihr wisst jetzt, warum das ist das Seehandmonster. Ich hab's gerade gesagt, da ist das Seehandmonster. Ist das ekelhaft. Wir können aber nicht viel machen. Ihr seht mal, wie groß das ist. Erst nur die Hand und dann dieser ganze Körper. Dieser ganze Wurm ist ja, glaube ich, 50 Meter lang. Ich weiß es nicht. Wir können mit unserer Drohne auf jeden Fall nicht unter Wasser fliegen. Das ist eine Überwasserlanddrohne. Deshalb müssen wir jetzt unbedingt weiterfliegen und Rumi warnen, dass wir genau dort in dem See das Monster gesehen haben. Ihr versteht jetzt auch, warum das eine verlassene Insel ist. Der ganze See ist umgeben von Bergen, geheim. Natürlich, und deshalb hat sich das Seehandmonster auch hierhin zurückgezogen. Da wohnt er. Wir haben das Seehandmonster verloren. Lass uns mal auf der Karte nachschauen, wo es noch sein könnte. Wir fliegen mit unserer Drohne jetzt direkt zu diesem Leuchtturm. Von diesem Leuchtturm haben wir den kompletten See im Blick. Wir müssen Rumi retten und das Seehandmonster besiegen. Wir starten unsere Drohne in 3, 2, 1. Wir sind jetzt bei dem Leuchtturm in der Mitte von dem See. Wir können jetzt nur hoffen, dass da Rumi ist und das Handseemonster. Fällt euch was auf? Das Wasser ist komplett giftgrün. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass das Seehandmonster genau jetzt hier bei diesem See ist. Wir fliegen den See gemeinsam mit euch ab und suchen das Handseemonster. Der See ist so grün wie diese... Nein, da ist es! Hier ist das Seehandmonster. Nein, wirklich, was macht es? Ich weiß es nicht, es taucht wieder unter, Freunde. Ihr seht es ja selbst, das Seehandmonster macht, was es will. Obwohl der See so grün ist wie diese Wassermelone, taucht das Seehandmonster einfach ab. Wo ist Rumi? Ich weiß nicht, wo Rumi ist, aber mir ist aufgefallen, dass das Seehandmonster langsam Angst bekommt vor uns. Stimmt, du hast recht. Es flüchtet jedes Mal von dem großen See zu dem kleinen See und jetzt zu dem kleinsten See. Und jedes Mal, wenn wir das Seehandmonster sehen, taucht es unter. Und es taucht viel schneller unter. Letztes Mal hat es noch ein ganzes Schiff zerstört. Jetzt sieht man es und es ist weg. Das liegt an euch, weil ihr fleißig Likes gegeben habt und damit auch Rumi helft. Das Gute ist, mit euch zusammen und mit Rumi haben wir eine Chance, dieses böse Seehandmonster zu besiegen. Schau mal hier links, siehst du das Gras, das Seegras? Was ist, wenn sich hier die Hand versteckt? Nicht nur die Hand, das ganze Monster könnte sich unter dem Gras verstecken. Wir fliegen mal jetzt mit euch näher in dieses Gras und suchen das ganze Gras ab. Aber Achtung, du musst wirklich drauf aufpassen, dass unsere Drohne da nicht reinfliegt. Ich passe wirklich auf, das ist nämlich unsere einzigste Drohne. Wenn die abstürzt, haben wir keine Ersatzdrohne mehr. Berührt die Drohne das Wasser, dann war es vorbei und wir können Rumi nicht mehr helfen. Und wir müssen ihr unbedingt helfen. Ich muss es schaffen, mit euch zusammen hier draußen. Wir müssen dieses böse Seehandmonster besiegen. Schaut euch an, aber ich sehe nichts. Seht ihr was? Da ist die Hand. Hier ist die Hand, ihr seht es, die Hand, sie ragt durch das Gras aus dem Wasser. Du hattest recht, das Seehandmonster versteckt sich unter dem Gras. Aber es ist wieder untergetaucht. Was machen wir denn jetzt mit der Hand? Das Wasser ist jetzt langsam gelb, es verfärbt sich immer weiter. Oder wartet das Seehandmonster nur darauf ab, uns anzugreifen? Deswegen fliege ich lieber hoch mit unserer Drohne, anstatt etwas zu tief. Tja, dann machen wir das jetzt und schauen mal den ganzen See an. Wo ist die Hand? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich weiß es auch nicht. Seht ihr das Seehandmonster? Aber was mir auffällt, dieses Mal ist Rumi gar nicht am See. Wir haben Rumi an jedem See getroffen. Nur an dem See haben wir Rumi nicht getroffen. Du hast komplett recht. Ich flieg mal ganz ans Ende von dem See. Vielleicht versteckt sich ja Rumi irgendwo auf Land. Oder von dem Seehandmonster war das eine Falle. Nur, dass wir mit der Drohne immer näher an den Fluss fliegen. Schau mal, hier ist eine Parkbank. Ganz alleine am Seeufer. Das lädt doch dazu ein, dass man sich auf die Bank setzt. Ihr seht jetzt auch die Farbe von dem See. Das ist doch nur noch giftig. Richtig giftgrün ist der See. Nur da kann
das Seehandmonster wohnen. Hier ist Rumi! Da ist Rumi! Und die kämpft gegen das Seehandmonster. Aber sie verliert! Warum verliert sie jetzt? Sie verliert gegen Seehandmonster und ich dachte immer, Rumi ist die stärkste der Welt! Ihr seht es, Freunde, unsere Drohne, sie stürzt ab. Nein, das kann doch nicht wahr sein! Rumi, wir retten dich! Wir müssen sofort zu Rumi und sie retten.